Durchgefaulte Vespa. Heute in diesem Video sehen wir, wie der Kriegel so ein Problem löst. Das ist ein sehr bekanntes Problem. Da sieht man auch, das ist schon vor längerer Zeit einmal geflickt worden. Das heisst, einfach etwas draufbraten, da Blechchen nicht anpasst, nichts. Ganz richtig ist natürlich, das Zeug rausschneiden, ersetzen. Und das sehen wir nachher gerade, oder? Also wenn ihr irgendwo Rostprobleme habt bei euren Gefährten, das ist natürlich auch etwas, was wir hier im Haus machen. Vielleicht hat man mal irgendwo etwas montiert, das man nicht mehr will. Das sehen wir gerade hier hinten, hat diverse Löcher zum Zumachen. Wie macht man das ein bisschen auf schlaue Art? Weil Luftschweiß ist bekanntlich schwierig. Luftschweiß? Das kann ich vor allem gut, aber was in Sachen Blech geht, ist klar. Dann sind wir da mit dem Kriegel gut bestückt, würde ich sagen. Schwing den Hammer. Das ist das Chassis von der Vespa. Vespa Sprint. Und da ist schon vieles gegangen, wie ihr seht. Da hat man mal irgendwie etwas anderes montiert und dann hat man da Löcher gebohrt. Vor allem das Bodenblech, das wirklich richtig durchgefault ist. Da, wenn ihr es seht, schon jedes Mal irgendetwas geklebt. Also wirklich, das könnt ihr jetzt mal, so soll es nicht aussehen, oder? Genau so soll es nicht aussehen. Überall wieder mal irgendetwas über die Farbe anschweissen. Und jetzt ist das Ding wirklich durchgefault. Das hier habe ich vorher mal rausgeschnitten, um mal zu schauen, wie es innen dran aussieht. Das war eigentlich noch gut gewesen. Und dann haben wir vermutet, dass innen dran, weil das einen Hohlraum hat, den du nicht hier siehst, dass es da innen dran auch verfault ist. Aber das sieht wirklich gut aus. Also wir haben Glück, es ist wirklich nur ein Bodenblech. Dann hat das der Ralf bestellt. Es sieht dann so aus. Tada! Heute lackiert. Die haben wir ablaugen lassen und dann grundiert. Und zwar mit der Grundierung, die man halt drüber schweissen kann. Und so kannst du wirklich einfach arbeiten. Und es wird nicht rostig und es ist wirklich einfach geil. Oder? Die Löcher, die tue ich nachher zuschweissen. Das ist nicht so eine Sache. Hier seht ihr noch, es ist noch verbeulet. Das tue ich alles richten. Und dann aber das Grösste ist eben das Bodenblech. Das muss man jetzt erst mal wegnehmen. Ab Werk ist das alles punktgeschweißt worden. Da vorne sieht man das gut. Das mal hier anhalten. Das sind so die Punkte, die Schweißpunkte vom Punktschweissen. Um das jetzt wegzunehmen, gibt es extra so Börrchen, die ich dann hier reinbohren kann. Das ist ganz ein flacher Bohrer, der in der Mitte eine Spitze hat. Und so kann man dann wirklich jetzt da drauf gehen, bohren, so dass einfach das untere Blech gelöst ist und dass das obere Blech eigentlich nichts macht, dass ich das nicht verletzen tue. Wo ich nicht dazu komme mit den Trennscheiben an. Das stimmt also wirklich perfekt. Wunderbar, auch die Sicker rundherum, das ist tipptopp. Und da muss man es dann halt selber anpassen, oder? Dann hat es natürlich da noch Löcher drin, die wir wieder brauchen. Muss ich nachher schnell mit dem Ralf anschauen. Kannst du mir mal schnell zeigen, welche Löcher das wir übernehmen müssen? Die 4 für den Ständer. Ah, das sind... okay. Die müssen wir übernehmen. Alle anderen Löcher, das ist für die Bodenleiste, ja, habe ich eine Schablone gemacht. Das kann der Kunde nachher selber übertragen und bohren. Weil der hat Leistchen daheim, oder? Der kann das Leistchen anheben und genau schauen, wo. Also all die muss ich nicht übernehmen? Nein, ah, super. Nein, habe ich schon eine Schablone gemacht. Ah, sehr geil. Ich einfach eine Schablone mit. Jetzt geht das neue Blech bis hier vorne. So. Das heisst aber nicht, dass ich schneide jetzt nicht genau da, oder? Ich gehe lieber ein bisschen zurück, weil da haben wir ja keinen Rost, nichts. Und da müsste ich es noch bombieren, das macht es nicht einfacher. Also dass ich irgendwo dass ich dann da so schneide. Das ist nicht schlecht da. Da auf der Seite geht es ein bisschen rauf, aber das kann ich anpassen. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir das Blech wegnehmen können. So etwas Schönes, schau mal. Jetzt muss man einfach merken, wenn man durch ist. Ja, da hat das Zeug rein. Jetzt bin ich da, das ist gut. So, das ist mal einer von 100. Sehen Sie, das ist halt einfach das Problem bei diesen Blechen, wenn die aufeinander aufgeklebt werden oder geschweißt, du hast immer irgendwo Luft zwischendrin.
Und dann mit den Jahren kommt ins Wasser, es ist feucht drin und es rostet dann einfach. Das kannst du einfach nicht verhindern. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go. Dass ich es nachher wieder richtig positionieren kann, dass das Video stimmt, habe ich hier Löcher gebohrt. 4 mm Löcher, durch beides durch. Und da vorne links und rechts je eins aufs neue Blech tun. Und dann kann ich das mit diesen Schraubtöckchen hier schon mal befestigen. Dann kann ich es schön positionieren. Das ist schon noch wichtig. Und jetzt ist hier eigentlich alles gelöst. Jetzt kann ich da vorne schneiden. Ich habe es von dieser Seite angezeichnet. Ich bin einmal 2,5 cm hinten. Da ist es wirklich gerade. Und was ich gesehen habe, da unten dran, da innen dran hat es nochmal ein Blech. Das geht bis da vorne. Da hat es auch nochmal so Schweißpunkte. Und jetzt schneide ich es hier zwischen rein. Dann kann ich es hier schön anschweissen. Dann verzieht es weniger. Dann habe ich eigentlich nur noch links und rechts jedes Stück, wo ich dann wirklich stumpf schweissen muss. Und was ein bisschen schwierig ist bei diesem dünnen Blech, dass das nicht verzieht. Und sonst muss man es dann halt ziehen. Aber das ist keine Sache. Also jetzt schneide ich da. Und da. Bist du bereit? Ja. Wow. Schau mal, Blätterteig. Das ist richtig stabil. Also, man muss nicht Angst haben, dass das irgendwie, wenn ich das rausschneide, dass das verzieht. Das muss ich jetzt alles wegschleifen. Das ist eigentlich gut gegangen da mit dem Bohrer. Jetzt muss das natürlich auch alles rostfrei sein. Schleife ich alles. Dann ist das Blech noch. Schau mal, wie das aussieht da rein. Jetzt sehe ich, das Innere ist auch durch. Ich muss das auch noch ersetzen. Ja, das da unten ist auch durch. Da oben ist noch gut. Da eigentlich ist auch gut. Aber das Teil hier, das muss ich ersetzen. Jetzt muss ich das auch raustrennen. Und dann mache ich hier das Blech hier, das auch abgewinkelt ist, wegen der Stabilität. So. Hallo zusammen! In der Zwischenzeit habe ich noch ein paar Sachen gemacht. Da habe ich, das war ja alles verrostet, das habe ich rausgeschnitten, habe ein Blechchen eingepasst und das eingeschweißt. Da kommt nachher vom Bodenblech und da eine Lasche so, aber das sieht man nachher nicht mehr. Darum habe ich es hier bündig geschweißt, dass nichts vorsteht. Und jetzt hier hinten. Wichtig bei solchen Sachen ist eigentlich immer, dass es schön durchgeschweißt ist. Die Hinterseite, das ist eigentlich wirklich durchgehend schön verschweißt. Dann habe ich das Bodenblech selber mal positioniert. Da hinten seht ihr, die Lasche habe ich runtergeklappt. Da habe ich das Loch gebohrt, das ist dann für die Hinterbremse. Das Bestehende, das muss ich hier natürlich auch machen, weil sonst hat der Ralf keine Freude. Die habe ich runtergeklopft, alles schön ausgemessen. Dann haben wir hier die 2 Löcher, die schon bestehend waren vom Ständeraufnahme.
Und die Löcher, die ich euch schon gezeigt habe, die ich vorher am Anfang schon gebohrt habe, durch das alte Blech noch, die passen jetzt auch wieder schön. Hier seht ihr schon, da habe ich noch überall, alle 3 Santi, habe ich ein Loch gebohrt. Weil mit unserer Punktschweissanlage kommen wir da vorne nicht an. Es würde nur da hinten gehen. Und wegen diesen 3, 4 Schweißpünktchen habe ich gesagt, weißt du was, ich tue einfach überall bohren. Die Löcher tue ich dann von oben her aufs neue Bodenblech übertragen. Und dann kann ich die nachher schön mit der Schweißmaschine schön füllen. Dann ist das wie gepunktet, oder sogar noch ein bisschen besser. Also, diese Flächen, ja, alle Löcher entgratet, dass nichts mehr Spähe hat, nichts dazwischen ist. Dann habe ich es mit unserem Konstruktionsprimer behandelt, eingesprayt. Dann ist da innen wirklich, da gibt es keinen Rost mehr. Nichts mehr. Das Gleiche auch hier beim Bodenblech. Einfach nur die Fläche, wo jetzt dann, wo man nicht mehr sieht. Eben alles sauber entgratet, da hat es gar nichts mehr. Das passt jetzt eigentlich tipptopp da drauf. So, wenn es da nichts mehr drin hat, ich schaue nochmal, es hat nichts mehr gut. Ja, weisst du nie, gell? Du, da wo ist mein Hammer? Das klappert dann immer so schön beim Fahren. Ja, genau. Also, in der Zwischenzeit kann ich da... Ja. Wo ist das Telefon? Oh nein. Da vorne habe ich es abgelenkt und geschaut. Das ist auch noch wichtig, dass es wirklich so einen knappen Millimeter Luft hat. Weil wenn es ansteht und man schweissen, dann verzieht es ja immer. Das Blech schafft dann. Und wenn es dann schon ansteht, dann stellt es auf. Und das bringst du fast nicht mehr an. Also lieber immer ein bisschen Luft. Das sind ja die Löcher, die schon waren für die Ständeraufnahme. Das sind M7. Das Loch ist ab Werk schon recht gross. M8 habe ich nicht gebracht. Ich wollte es nicht noch grösser machen, darum habe ich jetzt hier M7 genommen. Die passen tiptop. So, leicht anziehen. Und jetzt hier mit diesen geilen Schraubdöckchen. Die wieder. Die hatten wir beim Buba, bei der Kiste. Ja, genau, wo wir genietet haben. Genau, Töckeli hat. Töckeli, Kleckos, Skinpins. So, jetzt sollte das eigentlich überall passen. Jetzt natürlich wichtig, dass das da links und rechts stimmt. Ich habe jetzt gesehen, beim neuen Bodenblech, der ist 2 mm breiter. Die Sicker auf der Seite, die ist nicht so wirklich schön rund wie der Teil der Vespa. Das muss ich aber nachher noch ein bisschen anpassen. Noch ein bisschen tängeln, aber das bringen wir schon an. Eben wichtig ist, dass da wirklich überall ein bisschen Luft hat. Dass es nie so ansteht. Oben dran muss ich es so schleifen, dass man es wirklich nicht mehr sieht. Jetzt hier schon ein bisschen zusammengezogen. Jetzt wird es da schon knapp. Das ist schon knapp da. Jetzt, als ich hier geschweißt habe, hat das Blech zusammengezogen. Und ich habe ja schon extra vorher gesagt, es braucht ein bisschen Luft, aber es war ein bisschen zu wenig. Und wenn ich jetzt hier noch weiter schweisse, zieht es immer näher zusammen und danach, was passiert, stellt es auf. Und dann wird es dann mühsam, oder? Und wenn man von der Hinterseite ankommt, dann kann man hier bei den Schweißpünktchen mit einem leicht bombierten Hammer hinten wichtig natürlich etwas anheben. Und dann kann man das so klopfen, dann geht es wieder auf. Wenn du jetzt wirklich nicht dazu kommst, dann könnte man immer noch mit den dünnen Trennscheiben, mit dem Trennscheibenblättchen einen Schlitz machen. Dann hast du halt dann 1,5 mm, aber das bringst du wieder zu. Geschweißt habe ich jetzt alles,
Was ich noch machen will, ist bei diesen 3 Verstärkungsblättchen, da habe ich jetzt Löcher gebohrt, 5 mm Löcher. Da tun wir noch schnell eine Hohlraumversiegelung rein. Vorne da hat es so kleine Löcher auf alle Seiten. Jetzt gehe ich hier rein. Jetzt bin ich ganz hinten und jetzt da. Schön. Schön. Ja, so schön. Also das machen wir auch, so Hohlraumversiegelungen. Bei solchen Sachen, das lohnt sich schon, das ist eine kurze Sache und dann nachher hat man da sicher kein Problem mehr. Jetzt habt ihr mal gesehen, was man da mit so einer verrosteten Wespe machen kann. Einfach zu uns bringen. Wir machen das, ich finde das lässig, so Sachen. Vor allem, wenn man wieder so ein altes Gutzli auf die Straße bringen kann. Und das sieht man nachher, das sieht aus wie neu, wenn das lackiert ist, gespachtelt. Ihr könnt eure Wespe bringen, ihr könnt euer Töffli bringen, eure Tänkli, die der Cyril macht, oder auch ausbühlen. Lötarbeiten machen wir. Eben viel Schweissen, Nieten. Ja, wir machen fängs viel da. Einfach bringen. Wir machen das gerne für euch. Hörst du mich, Uta? Ja. Das ist schön. Das ist gut. Hörst du mich auch? Genau. Genau. Das tragende Chassis von einer... Was hat er jetzt gesagt? Ein Sprint. Oh, so. So. Machen wir noch etwas.